Hallo, hier ist Muho aus Osaka. Wie gelingt es einem, sich beim Sazen, bei der Meditation von den Schmerzen verschlucken zu lassen, so wie Jonas in der Bibel vom Wal verschluckt wurde? Diese Metapher, sich von den Schmerzen schlucken lassen, ich habe die in vergangenen Videos verwendet. Im Kontext von dem berühmten Sterben auf dem Kissen, von dem ich auch immer wieder gesprochen habe, oder das Kamel, das durchs Nadelöhr muss. Kurz gesagt, wenn man längere Zeit sitzt, man kommt an eine Grenze und es fühlt sich so an, als ging es nicht mehr weiter, man steht vorm Abgrund. Und der Punkt ist, irgendwann ja sich zu erlauben, trotzdem weiterzugehen. Einen Schritt weiter zu gehen, obwohl man nicht weiß, ob es einen trägt. Man lässt sich fallen. Körper und Geist fallen ab, würde Dogen sagen. Und ich habe auch immer wieder gesagt, das ist wichtig, dieses Sterben auf dem Kissen, das ist nichts, was man mit zusammengebissenen Zähnen tut. Ich beiß mich da durch, ich gehe jetzt durch die Hölle, sondern es ist ganz entspannt. Du gibst auf. Es bedeutet, sich fallen zu lassen, aber nicht dieses sich aufs Sofa fallen lassen, sondern du lässt dich in die Haltung fallen. Du gehst auf in der Übung. Du gehst auf im Schmerz, wenn wir jetzt über den Schmerz sprechen. Deshalb diese Metapher, du lässt dich schlucken vom Schmerz. Du kämpfst nicht gegen den Schmerz an. Du willst nicht den Schmerz besiegen, sondern du erlaubst dem Schmerz, dich zu besiegen, ohne dass du eine Flucht ergreifen müsstest. Du rennst nicht weg vor dem Schmerz. Und heute möchte ich auf eine Mail oder einen Kommentar eingehen, der sich genau auf diese Metapher bezieht. Hier kommentiert jemand: Hallo Muho, ich habe schon wieder eine Frage, und zwar: Wie gelingt es mir, mich vom Schmerz verschlucken zu lassen bzw. in der Haltung aufzugeben? Ich weiß, du hast schon darüber gesprochen, aber vielleicht hast du mir doch noch einen Rat. Ich saß lange im halben Lotus und habe vor 2 Wochen angefangen, im ganzen, vollen Lotus zu sitzen. Täglich 45 Minuten. Das ist ganz schön lang, ne? Nach 20 Minuten fangen die Schmerzen meist an, und wenn ich nach 45 Minuten aufstehe, muss ich das sehr langsam tun, denn dann merke ich erst das ganze Ausmaß der Schmerzen. Ich komme an meine Grenzen und habe das Gefühl, sie zu überschreiten, aber ich habe nicht das Gefühl, aufgeben zu können oder mich verschlucken zu lassen. Also der Fragesteller macht im Grunde genau das, was ich gesagt habe. Geh über deine Grenzen, und selbst wenn du glaubst, es geht nicht mehr weiter, sitz weiter. Aber es fühlt sich nicht so an, als würde er sich verschlucken lassen, ne? Und dann, wenn es eigentlich schon vorbei ist, ne, nach dem Sazen, da spürt er erst das volle Ausmaß der Schmerzen. Dazu das Folgende. Mir ging es auch immer wieder so, ne, dass manchmal, ne, sobald die Glocke läutet, da sind die Schmerzen wie weg. Ne? Du hast die Beine noch gar nicht runtergenommen. Wenn du die Glocke hörst, sind sie schon weg. Aber dann, manchmal passiert es auch so wie beim Fragesteller, ne? Oft kommen die Schmerzen erst hinterher. Ich habe wahrscheinlich auch schon davon gesprochen, dass es mir manchmal in Antaisho so ging. 2, 3 Tage nach dem Sesshin wunderte ich mich, warum tut mir der Kiefer so weh? Warum tut mir immer nach dem Sesshin der Kiefer so weh? Während des Sesshins habe ich den nicht gespürt. Während des Sesshins taten mir die Beine weh. Und irgendwann merkte ich mal beim Sesshin, ich hatte das bis dahin nicht gemerkt, ich beiß immer die Zähne zusammen. Ne? Ich beiß den Kiefer zusammen. Und erst 2, 3 Tage später spürte ich das. Ne? Und das ist kein gutes Zeichen. Das ist kein gutes Zeichen, wenn die Schmerzen erst hinterher kommen.
Die Frage ist halt bloß, ja, aber was denn jetzt? Mucho, du hast doch gesagt, ich soll über meine Grenzen gehen. Ich glaube, ne, du, der Fragesteller, du bist an einem Punkt, wo, wenn du noch nicht bei einem Lehrer, bei einer Gruppe bist, ne, ich würde es wirklich empfehlen, dass du dich einem Lehrer anschließt, einer Gruppe anschließt. Es klingt so ein bisschen so, als würdest du alleine sitzen. Und alleine sitzen ist auch wichtig für die tägliche Disziplin. Ne? Sehr, sehr wichtig, auch alleine sitzen zu können. Nicht nur für die anderen zu sitzen, nicht nur für den Meister zu sitzen. Ne? Immer nur dann zu praktizieren, wenn der Meister guckt, ist witzlos. Es geht darum, in den 24 Stunden des Tages zu praktizieren. Ne? Und dafür ist auch eine regelmäßige, disziplinierte Praxis auf dem Kissen bei dir zu Hause wichtig. Aber dieses Sterben auf dem Kissen, im eigenen Kämmerchen, über die Grenzen gehen im eigenen Kämmerchen, das ist sehr, sehr schwierig und es besteht die Gefahr, dass du dir die Knie kaputt machst oder die Knöchel. Ich selber habe mir im linken Fuß mal ein Problem zugezogen, eben weil ich meine Grenze nicht kannte. Ne? Und ein Meister und eine Sangha ist zwar keine Garantie, dass die dann sagen, hey, stopp, Junge, du gehst zu weit. Ne? Aber die könntest du mal drauf ansprechen und die werden dir vielleicht sagen, ne, so wie ein Trainer im Sport, ne, du tust zu viel. Oder du tust noch nicht genug. Ne? Aber oft tut man zu viel oder man tut zu viel im falschen Bereich. Es geht ja nicht nur um die Bewältigung von körperlichem Schmerz, ne? Sondern wenn du zum Beispiel im Wolkentor, aber auch sonst wo, ne? Also ich habe das im Felsentor gesagt, letztes Jahr. Findet man wahrscheinlich sogar auf meinem Kanal, den Vortrag, den ich gehalten habe. Ne? Du kommst zum Sesshin und da sind nicht nur diese Schmerzen, die dich vor diesen Abgrund bringen. Ne? Du stehst nicht nur vor dem Abgrund der Schmerzen, sondern du machst immer alles falsch. Im Felsentor war es ja so, die Leute wollten unter Umständen, teilweise, ein Teil der Leute wollte ein Muho-Sesshin machen. Ne? Und die dachten, wir machen das im Soto-Stil. Dann ging es aber im Rinzai-Stil. Kinhin ist schnell. Und gar nicht so einfach da mitzuhalten. Und dann sagt die Martina, ne, die Gruppe angeleitet hat, ne, aufschließen, aufschließen, aufschließen. Musst enger rangehen. Ne? Aber wenn du dann ganz schnell gehst und eng gehst, dann trittst du den Leuten auf die Füße, auf die Haxen. Das geht ja auch nicht. Also gehst du wieder ein bisschen mit mehr Abstand. Dann kriegst du wieder einen von Martina. Aufschließen, aufschließen, aufschließen. Du machst es falsch. Du machst an der falschen Stelle Gassho. Du wirst plötzlich am ersten Tag darum gebeten, den Assistent für den Meister zu spielen. Das passierte dem Angelo, ne? Der wollte einfach nur mal eine Woche sitzen, ausspannen und dann plötzlich ist er der Assistent für den Dirk und ich muss uns früh morgens um 4 den Tee servieren und er muss die Glocke schlagen und er macht es immer falsch und er kriegt dann jedes Mal wieder von der Martina einen drauf. Und der Tee ist nicht heiß genug oder der Tee ist zu heiß und er ist zu stark, er ist zu schwach. Es ist immer alles falsch. Du machst es nie richtig. Und Sesshin ist so designt, ne, mit Absicht, dass du es nie richtig machen kannst. Du machst es immer nur falsch. Aber genau das, ne, dieser Widerspruch, wie soll ich das machen? Schnell, aber gleichzeitig nah dran. Wie soll ich die Glocke denn richtig schlagen, wenn es mir nur einmal kurz gezeigt wurde? Und trotzdem wird von mir erwartet, dass ich perfekt mache. Ne? Das sind solche Gelegenheiten, wo man vollkommen von sich loslassen kann. Ne? Aber dazu brauchst du die Sangha. Also Sangha, ein Sesshin unter der Leitung von einem Lehrer, das ist das Milieu, in dem solche Dinge möglich sind. Du lässt dich vollkommen reinfallen. Du bist dir nicht sicher, ob das, was du hier machst, richtig ist oder falsch, aber du machst es trotzdem ganz. Du gehst auf, du lässt dich verschlucken von Sazen, du lässt dich schlucken von Kinhin, du lässt dich schlucken vom Tee machen, du lässt dich schlucken vom Glocke läuten. Ne?
Und das alles allein zu machen, ist deshalb schwierig, weil du musst ja sozusagen den Sportler machen und den Trainer gleichzeitig. Du musst alles von dir geben und gleichzeitig noch versuchen zu gucken, gebe ich wirklich genug von mir oder sollte ich vielleicht ein bisschen mehr relaxen jetzt? Das Schöne ist, wenn du einen Lehrer hast, ne, dass du das alles delegieren kannst an den Lehrer. Der Lehrer sagt dir, wenn du nicht genug tust oder wenn du zu viel tust. Ne? Und das alleine zu Hause, sehr, sehr schwierig. Aber, ne, kurz gesagt, was du schreibst, es klingt für mein Gefühl so, als würdest du ein bisschen zu viel tun. Sazen sollte definitiv nicht, die Schmerzen sollten definitiv nicht dann beginnen, wenn du schon fertig bist. Ne? Du musst nicht mit Gewalt im vollen Lotus sitzen, wenn du die Schmerzen hinterher hast. Der halbe Lotus sitzt auch, reicht auch. Ne? Und wenn du wirklich auf dem Kissen sterben willst, ne? Ein Sesshin, mehrere Seshins sind wahrscheinlich keine schlechte Idee. Vielleicht, wenn du zu denen gehörst, die das gerne möchten und das Privileg haben, das zu können. Ne? Mal 3 Jahre, 5 Jahre im Kloster, das ist der kürzeste Weg. Ne? Das ist eine Abkürzung, um durch das Nadelöhr zu kommen. Danke für deine Frage. Danke an alle fürs Zuschauen. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.